Wer regelmäßige Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen des Liquidity Minings gesammelt hat, weiß um die Vor- und Nachteile und um die Gefahren und Chancen. Zum Teil locken dreistellige Jahresrenditen. Ist allerdings das Chance-Risiko-Verhältnis verhältnismäßig? Wir teilen mit euch heute unsere geballte Erfahrung aus fast 3 Jahren Liquidity Mining, damit ihr sofort wisst, was Sache ist. Bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Oberflächlich betrachtet mag Liquidity Mining ein sehr lukratives und interessantes Geschäft sein. Es locken hohe, regelmäßige Erträge und zum Teil auch noch Kursgewinne. Allerdings darf der Impermanent Loss bei dieser Form der Anlage nicht unterschätzt werden. Wir wollen ja auf diesem Kanal nicht nur irgendwie investieren, sondern möglichst intelligent, um den Markt outzuperformen und das Maximale aus dem aktuellen Bullenzyklus herauszuholen. Wir teilen mit euch heute unsere 3 Haupterkenntnisse aus dem Bereich Liquidity Mining, die eventuell sogar die meisten von euch überraschen dürften. Bevor wir ins Video einsteigen, noch eine kurze Bitte: Wenn ihr diesen kostenlosen Mehrwert schätzt, den wir euch mehrmals pro Woche hier produzieren, dann hinterlasst sehr gerne ein Like, einen Kommentar oder leitet diese Videos einfach an andere interessierte Nutzer weiter. Das würde uns beim Kanalwachstum sehr helfen. Jetzt gibt es noch eine kurze Einblendung und dann starten wir mit dem Videoinhalt. Ihr wollt die Welt der Kryptowährungen von Grund auf verstehen und für eure finanzielle Zukunft optimal nutzen? Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um damit zu starten. Unser Ultima-Training richtet sich an alle, die es wirklich wissen wollen. Von absolutem Einsteiger- und Grundlagenwissen bis zu hochprofitablen Investmentstrategien bieten wir euch alles, was euer Herz höher schlagen lässt. Wenn ihr auch wirklich Interesse daran habt, es zu lernen. Tretet mit uns in Kontakt, wenn ihr Ambitionen habt, den Krypto-Olymp zu stürmen und euren Horizont zu sprengen. Mehr Infos gibt es auf www.financial-insider.net/ultima-training. Wir freuen uns auf euch. Und jetzt weiter im Video. Beginnen wir mal mit dem ersten Bereich, in dem wir unsere Erfahrungen gesammelt haben. Diese betreffen nämlich Long-Positionen. Long-Positionen im Liquidity Mining sind grundsätzlich Positionen, bei denen man von steigenden Kursen profitieren kann. Diese machen grundsätzlich Sinn, wenn man stark positiv korrelierende Assets miteinander verwendet. Stark positiv korrelierende Assets sind Assets, die sich relativ gleichförmig bewegen. Hier ist also zum Beispiel das Liquiditätspaar Bitcoin Ether zu nennen, weil die sich tatsächlich relativ nahe aneinander bewegen. Wenn Bitcoin um 5% hochgeht, geht Ether meistens ähnlich 5% hoch, genauso gut auch in den negativen Bereich. Natürlich sind auch Abweichungen möglich, allerdings die längerfristige Korrelation liegt bei Bitcoin und Ether relativ hoch. Sie aber auch noch möglich, Stable und Stable im Liquiditätspaar zu benutzen. Warum? Weil natürlich Stables eine nahezu 1:1 Korrelation haben, das heißt sich genau exakt entwickeln, wenn nicht irgendwelche unvorhergesehenen Marktereignisse dazu führen, dass die Preisbindung des Stables endet. Wenn wir also grundsätzlich uns beim Liquiditätsmining auf stark positiv korrelierende Assets beschränken, dann haben wir auch einen möglichst geringen Impermanent Loss. Der Impermanent Loss wird umso stärker, wenn wir Assets im Liquidity Pool kombinieren, die entweder nicht korrelieren oder sogar negativ korrelieren. Nicht korrelieren bedeutet, dass sie sich komplett unabhängig voneinander entwickeln. Negativ korrelieren, dass sie sich komplett entgegengesetzt entwickeln. Das heißt, wenn das eine Asset um 5% hochgeht, geht das andere Asset um 5% runter. Wir haben festgestellt, dass bei Liquiditätspools mit nicht korrelierenden oder negativ korrelierenden Assets in der Regel die Rewards nahezu den Impermanent Loss nicht ausgleichen. Es also nur äußerst selten vorkommt, dass die Rewards, die ihr durch das Liquidity Mining kassiert, den Impermanent Loss auch nur annähernd wieder ausgleichen, was das Liquidity Mining mit solchen Assets komplett unrentabel macht. Ihr habt jetzt zusätzlich noch die Möglichkeit, über eine Kapitalkonzentration im Liquidity Mining eure Liquidity Mining Position zu frisieren und auf steigende Kurse auszurichten. Wie würde das in der Praxis aussehen? Wir haben uns jetzt hier Ether USDC zum Beispiel mal herausgesucht. Wenn ihr also auf steigende Kurse wettet, müsstet ihr die Kapitalkonzentration folgendermaßen ansetzen. Wir haben hier einen momentan aktuellen Kurs von 3.844. Das haben wir auch als aktiven Preis angesetzt. Dann müssten wir quasi den Minimumpreis für unsere Position bei dem aktuellen Preis festsetzen und den maximalen Preis optimalerweise beim angenommenen Zyklus-Top
positioniere. Das würde also bedeuten, dass mit dieser Liquidity Mining Position ihr anfänglich zu 100% in Ether investiert wärt, aber trotzdem hier noch eine Rendite von etwa 1% oder knappen 12% pro Jahr erzielen würdet. Interessant ist hier einfach zu sehen, wie sich dann die Position verändert. Hier ist nämlich bei steigendem Etherpreis eine Verschiebung in der Gewichtung festzustellen. Das ist natürlich bei der Konzentration ganz natürlich. Und ihr seht hier, je weiter der Ether-Kurs steigt, desto mehr wird Ether verkauft zugunsten von USDC und eure Gewichtung von Ether wird geringer, was natürlich aber auch den Impermanent Loss erhöht. Der Impermanent Loss aber bei einer Long-Position im Aufwärtsbereich wesentlich geringer ausfällt als bei einem Full Range Liquidity Pool, wo die Assets 50-50 verteilt sind. Kommen wir zum zweiten Bereich, den Short-Positionen. Short-Positionen sind grundsätzlich Positionen, bei denen man davon ausgeht, dass die Kurse fallen. Das bedeutet also nicht, dass man hier von fallenden Kursen partizipiert, sondern dass man weniger in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn die Kurse fallen. Hier macht es Sinn, nur vollkommen unkorrelierende Assets zu verwenden, zum Beispiel Bitcoin und Stablecoin zum Beispiel. Warum? Das werden wir jetzt herausfinden. Wir haben hier nämlich einen geringeren Verlust als durch das pure Halten von Bitcoin. Denn hier werden ja unsere ursprünglichen 100% Bitcoin in 50-50 Bitcoin und Stablecoins umgeswitcht bzw. umgeswappt, zumindest wenn wir das Full Range Liquidity Mining betreiben. Und wir haben noch zusätzliche Rewards, die dann den geringer ausfallenden Verlust in unserer Gesamtposition kompensieren sollen. Das ist also für Korrekturen relativ interessant. Wir haben jetzt wiederum die Möglichkeit, unsere Short-Position mit einer Kapitalkonzentration zu frisieren bzw. zu optimieren. Wie würde das in diesem Fall aussehen? Wir haben wieder, wie im vorherigen Beispiel auch, eine Ether-USDC-Position eröffnet, werden jetzt unsere Kapitalkonzentration aber folgendermaßen einstellen. Den maximalen Preis setzen wir mit dem aktuellen Preis gleich und den minimalen Preis setzen wir auf 0. Was hat das zu bedeuten? Dass wir am Anfang der Position, also beim Eröffnen der Position, zu 100% in USDC engagiert sind. Und erst, wenn der Preis von Ether fällt, dann wird mehr und mehr USDC verkauft und in Ether umgewandelt. Das heißt, wir haben zwar hier auch einen gewissen Impermanent Loss, der ist aber wesentlich geringer, als wenn wir beim klassischen Full Range Liquidity Mining eine 50-50 Position eröffnen. Somit ist diese Position noch mehr darauf ausgerichtet, dass ihr weniger Verluste in Korrekturmärkten mitnehmt und vielleicht sogar, wenn ihr Glück habt, die Renditen hier diese Verluste zum Teil vielleicht zumindest ausgleichen können. Wenn wir mal hochscrollen, werden wir feststellen, dass wir wieder ein knappes Prozent bzw. knappe 10% pro Jahr an zusätzlichen Renditen durch das Liquiditätsmining erzielen können. Eine weitere Möglichkeit bestünde natürlich auch dann noch hier, die Kapitalkonzentration mit dem maximalen Preis nach und nach zu ziehen bzw. zu reduzieren, sobald wir gewisse Level unterschritten haben. Dann besteht natürlich die Möglichkeit, hier diesen maximalen Preis zu reduzieren, was natürlich dazu führt, dass die Renditen ebenfalls ansteigen. Kommen wir mal zum dritten und letzten Punkt noch drauf zu sprechen, und zwar grundsätzlich über die Möglichkeit, seine Liquidität in den Liquidity Pools über Konzentrationen einzustellen. Wir müssen hier natürlich erstmal unterscheiden zwischen Full Range und konzentriertem Liquidity Mining. Für diejenigen, die mit diesen Konzepten noch nicht so ganz firm sind, werde ich oben, aber auch unten ein Video dazu verlinken, damit ihr mal die Unterschiede vorab für euch ausarbeiten könnt. Es gilt die Faustformel: Je stärker die Konzentration in einem Liquiditätspool ist, desto negativ asymmetrischer ist das Risikoprofil. Das hört sich jetzt relativ kompliziert an. Ich werde euch jetzt aber auf den nächsten 3 Folien zeigen, was damit konkret gemeint ist. Nehmen wir mal an, wir haben wieder unseren Liquiditätspool mit Ether USDC. Jetzt nehmen wir eine maximale Kapital- und Liquiditätskonzentration vor. Das heißt, wir unterstellen, der aktuelle Kurs liegt bei 3.838, wie wir hier oben auch sehen. Und wir setzen den Minimumpreis 1 US-Dollar darunter an und den Maximumpreis 1 US-Dollar darüber. Somit ist die Kapitalkonzentration momentan immer noch paritätisch aufgeteilt: 50-50 Ether und USDC. Was würde jetzt passieren, wenn der Kurs sich verändert? Nehmen wir mal an, der Kurs steigt um 2 US-Dollar, ist also über unseren maximalen Preis hinaus. Was ist dann? Wir sind sofort im 100% Impermanent Loss und haben die restliche Position in 100% USDC umgewandelt. Genau andersherum. Wenn der Kurs von 3.838 auf 3.836 fallen würde, das heißt unter unserem Minimalpreis wäre, dann wären wir sofort zu 100% in Ether. Das bedeutet also, bei Verlust haben wir immer den größeren Verlust
von einem der beiden Assets. Hingegen bei einem Gewinn haben wir immer nur den kleineren Gewinn bei einem der zwei Assets. Das bedeutet also folgerichtig, dass konzentrierte Long-Positionen in Verbindung mit Stables, zum Beispiel Ether, USDC, absolut unverhältnismäßig negativ asymmetrisch sind. Warum? Weil wir, wenn Ether steigt, keinerlei Kursgewinne mitnehmen, wir sind sofort in Stablecoins. Wenn aber Ether fällt, wir 100% aller Kursverluste sofort mitnehmen. Das heißt, das Gewinnpotenzial durch Kursgewinne ist beinahe zu null. Das Verlustpotenzial durch Kursverluste liegt aber bei 100%. Somit ist auch klar, dass auch mit hoch korrelierenden Assets diese Positionen in den meisten Fällen nicht gewinnbringend sind. Warum? Da der Impermanent Loss einfach viel zu schnell zuschlägt und die Rewards, die zum Teil bei den hochkonzentrierten Liquidity Mining Positionen auch sehr hoch ausfallen, trotzdem nicht diesen Impermanent Loss kompensieren können. Wir werden uns in einem folgenden Video noch angucken, was das für gewisse Liquidity Mining Instrumente bedeutet. Wir haben nämlich eine Neubetrachtung unter Beachtung dieser Erkenntnisse eines spezifischen Protokolls vorgenommen und müssen da wahrscheinlich leider einigen von euch den Wind aus den Segeln nehmen. Zu guter Letzt gibt es eigentlich nur noch zu sagen, dass Liquidity Mining schon eine Wissenschaft für sich ist. Es lohnt sich definitiv genauer hinzugucken. Die Retail-Investoren performen in der Regel mit Liquidity Mining den Markt nie aus, eben wegen diesen zuvor genannten Schwierigkeiten. Für Cashflow zu generieren, zugegebenermaßen, ist das Liquidity Mining relativ interessant. Wenn man das aber langfristig betreiben möchte, ist in der Regel das Full Range Mining am interessantesten, beziehungsweise für uns am interessantesten, bedingt durch die Erfahrungen der letzten 3 Jahre. Somit stellt ihr fest, dass wir definitiv kein Freund von konzentriertem Liquidity Mining sind, weil einfach die Gefahren und die Nachteile durch die Vorteile und durch die Chancen unseres Erachtens bei weitem nicht aufgewogen werden. Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen, hat euch einen weiteren Einblick in die Tiefen der DeFi-Mechanismen gewährt und hoffen, dass ihr diese Erkenntnisse auch möglichst gewinnbringend für eure Investments anwenden könnt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao.